Servus zusammen, wir schauen uns den neuen Einheit der PCD 1820 Lii an. Das ist der neue stärkste Einheit-Akkuschrauber. Schauen wir uns an, ob er wirklich 120 Newtonmeter hat. Das gefällt mir wirklich gut. Die Verstellung wirklich top, sehr schön verarbeitet. Die Linie gefällt mir, dass man weiß, wo man ist. Erster, zweiter Gang tadellos und Links-Rechts-Verstellung, muss ich sagen, endlich wieder gut. Funktioniert so, wie ich es haben will. Optisch, haptisch gefällt mir wirklich sehr gut. Ist sehr schön gummiert. Ich sehe jetzt die Gummierung. Ihr seht, 500 Umdrehungen soll er schaffen, 2100 im zweiten. Ja, und 120 Newtonmeter im harten oder im, wie soll man sagen, maximalen, das maximale Drehmoment ist halt 120 angegeben. Wie sie das gemessen haben, weiß ich nicht. Und ja, sonst wirklich sehr schön verarbeitet. Gewicht von 1,6 Kilo grob ohne Griff. Mit Griff sind es 1,8 Kilo. Lautstärke. Minimal Drehzahl wirklich gut. Ihr seht, es schafft nur 466 ungefähr. Das ist ungefähr 10% weniger als angegeben. Und im zweiten 50 mindestens und bis 2000 dreht er hoch, sind auch 100 Umdrehungen weniger. Da sind es um die 5%, kann man sagen, Abweichung. Was ja nicht atemberaubend ist, aber kein Weltuntergang. Dann noch einmal kurz, der Griff ist sehr lang. Das finde ich aber super, dass man das so schnell einspannen kann. Dass man die Tiefe dann einstellen kann beim Schlagbohren. Ja, der Griff ist halt sehr, sehr lang. Aber ja, ich finde, er könnte schon ruhig kürzer sein. Aber ist okay, da können wir nichts ändern. Ja. Also da haben wir 35,8 Newtonmeter weit weg von den 120 angegebenen. Sollte 120 haben, wirklich im harten, müssten mindestens 55, 60 würde ich sagen, im weichen haben. Ungefähr mindestens 50, aber das ist halt viel zu wenig. Da ist sogar zu wenig, ich sage auch gleich wie viel das sein, 33,3, nochmal weniger, ist nicht so gut. Leider schaltet er ganz früh ab. Das ist super, 8x220 hat er komplett fast versenkt. Ich habe nur zweites Mal gemacht, hat es komplett versenkt. Vielleicht war da ein hartes Stück Holz, aber er schafft es auf jeden Fall im zweiten. Mit 10 Newtonmeter soll er es auch schaffen.
So, der 1820 schlägt sich sogar sehr gut, muss man sagen, auch wenn er beim Drehmoment etwas schlechter ist. Hat er trotzdem Leistung, weil er relativ hohe Drehungszahl hat und trotzdem genug Leistung. Ich meine, das reicht für die meisten Aufgaben. Ist ja nicht so 36 Newtonmeter wenig wäre und 10 im zweiten, aber es sind jetzt nicht extrem viel und nicht vergleichbar mit den ganz starken Geräten. Aber wie ihr sehen könnt, hat er insgesamt eine Zeit von 17,94 Sekunden, ist eine halbe Sekunde schlechter als der Parkside, 1,5 Sekunden schlechter als der Makita 486, was ja wirklich ein Top-Akkuschrauber ist ja ein bisschen besser wie der DeWalt 805 oder die kleinen Akkuschrauber, die ganz kleinen guten, also Metabo BS18 LT, bürstenlos, DeWalt 805, Flex DD2 und AEG, DeWalt 796, auch die AEGs sind ganz knapp dran, sehr gute Akkuschrauber. Muss ich sagen, wirklich ist ganz schöner Wert und muss sich nicht verstecken, ist wirklich super. Also die Geschwindigkeit beim Arbeiten ist sehr hoch. Beim weichen Drehmoment bin ich echt enttäuscht, weil 120 Newtonmeter angegeben, muss man wirklich mehr schaffen. Ich meine, da schaffen die anderen viel mehr. Bosch 150C, Milwaukee, Fine, Metabo, AEG, Makita. Da muss ich sagen, ist viel zu hoch, die 120. Ich weiß nicht, wie sie das gemessen haben, aber ich meine, zum Beispiel der, wo ist er? Der Makita, der Parkside, genau. Der hat ja 35 Newtonmeter geschafft und hat nur 80 Newtonmeter angegeben. Das finde ich okay, das finde ich ganz gut. 120, weiß ich nicht, wie das gemessen worden ist, verstehe ich nicht. Aber ist trotzdem 36 Newtonmeter, ist ganz okay. Ihr seht ja, das ist relativ weit oben, aber natürlich teilweise weit weg von den ganz starken. Wer das nicht braucht, aber die Geschwindigkeit haben will, ist okay. Und für Hobby-Werkzeug ist es okay, obwohl der Parkside nochmal einen besseren Akkuschrauber hat, finde ich, mit dem Parkside PBSA 20 Li A1. Ohne Griff sind wir bei grob 1,6, 1,56 Kilo Seins und mit Griff ziemlich genau 1,8. Das ist natürlich relativ schwer, das kann man nicht sagen, dass es leicht ist, aber man hat auch sehr viel Leistung. Das muss man halt in Kauf nehmen, wenn man das haben will. Sonst greift man halt zu den kompakten oder zu anderen Schraubern, egal in welchem System. Lautstärke ist mit 87 dB ganz okay. Der Ton ist aber sehr nervig, gefällt mir wirklich gar nicht. Sehr anstrengender Ton, also davon bin ich kein Fan. Das ist wirklich relativ schlecht, der Klang, also null. Also finde ich sehr, sehr nervig. Gehört zu den schlechteren Klängen auf jeden Fall. Also die Lautstärke ist okay, aber der Klang ist wirklich ja, nervig, wie schon gesagt. So, beim Preis kann er sich eigentlich ganz gut sehen lassen. Der war etwas höher vor kurzem, jetzt haben sie den reduziert. Jetzt kostet er nur 120 Euro. Ich schaue mir nochmal kurz selber die Tabelle an, ich weiß auswendig nicht, wer da ungefähr ist. Genau, der Parkside BSA ist ungefähr auf dem Niveau der Bosch 1880, Einhell 1880. Ich glaube, das ist ein bisschen günstiger geworden. Genau. Und DeWalt 805, genau, die sind alle auf dem gleichen Niveau, sind halt viel kompakter, in den meisten Fällen relativ gleich schnell oder Flex DD2 und die ganzen sind relativ gleich schnell, aber ja, wer im Einhellsystem ist definitiv ein sehr schöner Akkuschrauber, sehr schön verarbeitet, klappt wirklich gut, die Gummierung, die Gangverstellung, Links-Rechts-Verstellung, die Kupplung ist zu grob teilweise, aber sonst ist es ein sehr, sehr schöner, gelungener Akkuschrauber. Nur wäre es halt schön gewesen, dass die Schutzabschaltung ein bisschen später reagieren wird, weil dann er hat ja genug Leistung, der Motor ist sehr stark, das hört man auch, er hält schon bei sehr hohen Umdrehungszahlen schon an, was auch ein Nachteil ist für das Drehmoment. Wen das Geräusch nicht stört, wer mit der Kupplung leben kann, dass er keine kleinen Schrauben versenken kann, wer mit dem lebt, dass das Drehmoment nicht einem 120 Newtonmeter Akkuschrauber entspricht, dafür aber sehr gute Schutzabschaltung hat, aber trotzdem einen sehr starken einen sehr starken Akkuschrauber, kann ich wirklich empfehlen, wirklich top, vor allem für die Einhell-Leute. Und ja, alle Akkuschrauber sind unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würde ich den Kanal unterstützen. Vielen Dank für den, der es macht, vielen Dank für den, der schaut, Abo da lässt, Kommentar da lässt. Servus, danke und ciao.